Die meisten unserer Versuchstiere sind Mäuse und an vielen von ihnen werden auch Operationen durchgeführt, um zum Beispiel Messinstrumente zu implantieren, um physiologische Daten zu erheben oder um bestimmte Krankheiten zu simulieren. Die meisten Mäusechirurginnen und Chirurgen haben keine medizinische Ausbildung. Das heißt, sie haben nie gelernt, wie man sich als Chirurg oder Chirurgin richtig ankleidet, wie man richtig Handschuhe anlegt, wie man den Patienten richtig vorbereitet oder wie man den OP-Platz eindeckt. In unserem Kurs trainieren wir genau das, wie man sich richtig die Hände desinfiziert, wie man sich Handschuhe korrekt anlegt, wie man sich als Chirurg oder Chirurgin korrekt einkleidet, wie man die Maus vorbereitet, also wie man sie rasiert, wie man sie desinfiziert, wie man sich sein OP-Feld organisiert, welche Instrumente man verwendet und wie man diese vor- und nachbereitet. I would always recommend that you wear a face mask when working with animals, and ideally it's the FFP2. Check it, that it works, everything I need is ready to go here. And be generous, because you can't, after spraying and everything with the disinfectants, forget it. You won't be able to get the fur off with the fur clipper after that. Mäusechirurgie ist definitiv Mikrochirurgie und aufgrund ihrer Größe sind Mäuse sehr, sehr anspruchsvolle Patienten. Sie können in Narkose sehr schnell an Körperflüssigkeit und Körperwärme verlieren. Und dadurch, dass sie in unseren Tierhaltungen so hygienisch gehalten werden, können sie extrem schlecht mit Infektionen umgehen. You prepare a huge area which is sterile and you drop everything which is sterile onto it. And you do not touch anything until you are sterile. That's the main message. Außerdem erhalten junge, aber auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen wertvolle Tipps und Tricks, wie sie ihr individuelles OP-Feld verbessern und anpassen können. If you don't move your warming mat, this might be fine. If you would put now a warming mat on top and move it, then you distort the whole thing. Das 3R-Prinzip hat die Verbesserung, die Verringerung oder den Ersatz von Tierversuchen zum Ziel. Ich denke, dass unser Kurs einen wertvollen Beitrag leistet, um die Tierversuche reproduzierbarer und besser durchzuführen und gleichzeitig die Tiere weniger zu belasten. Wir freuen uns sehr, dafür den UZH Award verliehen zu bekommen und hoffen, dass dies unsere Bemühungen noch sichtbarer macht. Yeah!